Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Ja, dem einen oder anderen wird die Anfangsszene bekannt vorgekommen sein, wenn man mit diesen Standard-Baumgurten, die sind glaube ich 3,50 Meter unterwegs ist und dann ein paar Bäume findet, kommt es sehr oft vor, dass die Bäume einfach zu dick sind und einfach zu wenig Seil überbleibt, um die Hängematte abzuspannen, oder die Bäume stehen einfach zu weit auseinander. Ja, und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich mir eine Hängemattenverlängerung gebaut habe. Die ist relativ simpel und günstig und wie ihr das dann schafft, trotzdem mit den Standardgurten eure Hängematte aufzuspannen. Ja, das ist jetzt meine Hängemattenverlängerung. Sie ist relativ klein, sie passt noch mit in den Packsack von den Baumgurten mit rein. Da braucht ihr natürlich 2 Stück, eins ist jetzt hier noch drin. Ja, und das Ganze besteht eigentlich hier aus einem Stück Dyneema-Schnur, 4 mm. Ich habe jetzt hier mal 5 Meter abgelenkt. Ihr könnt natürlich je nach Bedarf auch mehr nehmen. Und einem Karabiner, der da vorne dran geknotet ist. Da habe ich allerdings spezielle genommen, hier von Broadtree. Das sind Wiregate-Karabiner. Die sind aus hochwertigen Luftfahrt-Aluminium-Legierung 7075 hergestellt. Sind natürlich rostfrei und jeder Haken wiegt nur 21 Gramm. Hält aber eine Zuglast von 12 Kilonewton, das entspricht 1200 Kilogramm. Wer die Verlängerung nachbauen möchte, dem verlinke ich hier einmal die Karabiner von Broadtree und die Dyneema-Schnur 4 mm unter dem Video. Ja, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch die originalen Karabinerhaken hier, die an der Hängematte sind, austauschen gegen jeweils 2 von diesen Karabinern. Ich zeige euch nachher auch warum. Ja, die Karabiner sind natürlich, wie ihr seht, schon viel hochwertiger hier gearbeitet. Die sind rund hier, die sind geschliffen. Und bei dem Originalkarabiner, da seht ihr schon, das ist hier so hakig, eckig, scharfkantig. Da zerkratzt man sich wirklich die Baumgurte teilweise mit. Also die sind natürlich billig. Ja, und vor allem einer von diesen Karabinern hier, der wiegt 65 Gramm. Und einer von denen 21, ihr merkt schon was, 3 machen wieder das Gewicht von dem einen. Das heißt, das Ganze wird auch nicht viel schwerer. Das Gewicht von eurer Hängematte bleibt. Ja, ich habe schon an meiner Hängematte auf beiden Seiten die Karabiner von Broadtree hier rangemacht. 2 Stück pro Seite. Ja, und jetzt können wir die Hängemattenverlängerung ausprobieren. So, jetzt nehmen wir einfach unsere Verlängerung und hängen die hier ein. Wie ihr seht, geht das auch richtig gut. Hier ist nichts, was kratzt oder so. Die rutschen wirklich wunderbar rein, hier die Karabinerhaken. Nicht so wie die Originalen. Gut, das machen wir jetzt auf beiden Seiten. So, dann ziehen wir die Schnur raus. Bringen die schon mal so ein bisschen auf Länge und jetzt hole ich mal die Hängematte. Okay, dann fangen wir mal an, die Hängematte zu befestigen. Also ich gehe erst an den Baumgurt und zur einfacheren Verstellung nachher machen wir hier einmal das Seil durch. Das heißt, wir haben dann hier eine Schlinge und damit gehen wir dann zur Hängematte. Hier ist jetzt unsere Schlinge. Ich habe jetzt einfach den Finger da durch. Das Seil habe ich hier oben in der Hand und jetzt kann ich einfach so mit dem Teil zur Hängematte laufen. So, seid ihr jetzt an der Hängematte angekommen, macht ihr die Schlinge um den hinteren Karabiner. So, jetzt haben wir hier mit dem losen Ende, was zum Baumgurt geht, schon so eine Art Flaschenzug hier. So, mit dem Ende, mit dem losen Ende, machen wir jetzt die sogenannte Garderklemme aus der Bergrettung. Das heißt, wir machen beide Karabiner auf, gehen mit dem Seil um beide Karabiner, dann gehen wir nochmal rum und gehen dann in der Mitte durch. So, und das ist die sogenannte Garderklemme. Die hat zur Folge, dass die Karabiner in diese Richtung jetzt das Seil blockieren. In die Richtung ist es frei. Das heißt, wir können jetzt hier einfach durchziehen, unsere Hängematte punktgenau spannen und die bleibt dann in Position. Okay, und auch wenn es fest war, können wir das ganz leicht wieder lösen.
Wir machen einfach wieder auf, nehmen hier das Seil aus der Mitte raus und schon ist das Ganze wieder lose. So, nochmal. Garderklemme einlegen. Wir gehen durch beide Karabiner. So. Dann gehen wir nochmal rum und in der Mitte durch. So, was auch noch wichtig ist, ist, dass ihr den Karabiner hier hinten belastet. Darauf achten, dass das Seil hier hinten ist, nicht hier vorne, weil hier ist er stabiler. So, und jetzt kann ich meine Hängematte einstellen. Stück für Stück. Punkt genau. Seht ihr? Jetzt klemmt's. Und schon hängt die Hängematte. Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, ich würde die Dyneema-Schnur nicht dünner als 4 mm nehmen, weil die ist so schon gerade so, dass die zwischen den Karabinern eingeklemmt wird. Deswegen musste ich auch diesen Flaschenzug machen, um die Zugkräfte zu verringern. Wenn ihr natürlich ein dickeres Seil nehmt, irgendwas anderes, eine Rebschnur, eine dickere, dann werdet ihr wahrscheinlich gar nicht den Flaschenzug brauchen. Dann wird auch die Garderklemme so halten. Aber ich wollte das gerne so haben, weil sich das halt nicht so dehnt. Aber das ist ja erweiterungsfähig. Ja, ich hoffe, es war wieder eine Anregung für den einen oder anderen und es hat euch gefallen. Dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle wieder von euch verabschieden. Macht's gut, euer Detlef. Ciao, tschüss.